Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen schönen guten Morgen zusammen. Ich habe die Intuitionskarten von Martin Zoller am Start. Uiuiui. Und hier kommt eine positive Nachricht, eine lichtbringende Nachricht. Möglicherweise geht es hier um jemanden, der dir sehr am Herzen liegt, oder die Nachricht kommt von jemandem, der dir sehr am Herzen liegt, und wir haben das Element Feuer dabei. Es wird etwas transformiert. Möglicherweise hat es auch mit den Sternzeichen zu tun, wieder Löwe, Schütze. Eine gute Energie, man brennt wieder für irgendetwas, es kommt Licht ins Dunkle. Möglicherweise ist es auch etwas, auf was wir schon lange gewartet haben. Eine erleichternde Nachricht, und wir haben hier die Zukunft mit dabei. Möglicherweise ist ja auch Kommunikation angezeigt, ne? Die einem einfach gut tut, die einen nach vorne gucken lässt, die den Fokus wieder in die Blickrichtung bringt und nicht nach hinten immer nur. Und wir dürfen hier geschehen lassen, was eben kommen will. Kommunizieren mit Menschen, die einem wichtig sind. Ich weiß nicht, wie oft ich die Freundschafts- oder hilfreiche Personenkarte noch ziehen soll. Es wird immer wieder gesagt. Wir haben den göttlichen Zeitplan am Werk. Das heißt, die Dinge kommen, wie sie sollen. Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Und die Zeit läuft auch so, wie sie soll. Wir können hier nichts forcieren oder so. Und es ist so Zeit auch oder auf unserem Plan, dass wir mehr in die Selbstliebe gehen. Wir haben zweimal das Thema Fokussieren oder auch Konzentration. Ja? Hier fokussiert nach vorne blicken, hier die Konzentration auch aufs Wesentliche oder auf uns selbst. Ne? Wie geht es uns selbst? Wann fragen wir uns das schon mal? Wo haben wir gute Worte für jemanden? Wo hat jemand gute Worte für uns? Weggefährten, Entscheidungen, Möglichkeiten, die uns hier zugespielt werden, Optionen, die wir nutzen können. Eine Entscheidung, die wir vielleicht auch so fällen, dass sie uns dient. Wir haben ja die Selbstliebe dabei, oder auch uns auf den Weg zu uns zurückbringt. Das sind übrigens die Golden Magic Lennies von der Gabi Mokros. Ja, und man darf sich für sich einsetzen, ne? Man darf sich streitbar machen. Man hat vielleicht hier so der Diskussionen satt, warum man diesen oder jenen Weg wählt. Es geht um unsere eigene Lebensreise, um unsere eigene Energie. Niemand soll uns hier reinreden. Und ja, sich das auf sich selber fokussieren und auf die eigene Entscheidung, ne? Die da vielleicht auch jemand mitträgt oder wo wir noch irgendetwas brauchen, was gehört werden soll. Es kann ja etwas Berufliches sein oder ein Thema, an dem wir auch schon lange gearbeitet haben. Arbeit an dem Thema Selbstliebe. Ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Spiritualität hin, Spiritualität her. Wer ist in der Selbstliebe schon komplett bei sich angekommen? Das ist eine Lebensaufgabe. Manchmal kommt man ein bisschen mehr hin, manchmal geht man wieder ein bisschen mehr weg. Manchmal braucht einem das Umfeld mehr und man macht es auf seine Kosten. Aber so richtig in den Spiegel gucken können und so zu sich zu sagen, alles an mir ist richtig und gut. Ich glaube, das können die wenigsten. So. Was ja auch sein kann, dass jemand aus eurem Bekanntenkreis oder Freundeskreis hier eine Möglichkeit hat, im Arbeitsbereich etwas auf einen anderen Weg zu bringen.
Da mögen vielleicht noch Selbstzweifel sein oder Zweifel überhaupt oder offene Fragen. Aber hier haben wir halt die positive Nachricht. Das heißt, hier kommt auch die Antwort oder die Antwort wird geschickt. Die Antwort ist hier sehr stabilisierend und sie hat auch damit zu tun, dass wir seelisch und finanziell uns versorgt fühlen. Möglicherweise bringt hier etwas, eine neue Möglichkeit, die wir sehr gewinnbringend umsetzen können. Und hier haben wir noch den Klee dabei, besser kann es gar nicht sein. Wir schauen, was die Pflanzen dazu sagen. Guckt mal, hier sind mir 2 rausgefallen. Da braucht man, glaube ich, nicht sehr viel interpretieren können. Wir haben die Erntezeit, begrüße Fülle, Reichtum und Segen und den Ginster, du bist ein Sieger. Hier wendet man sich wieder mehr dem Licht zu. Ne? Man ist durchflutet von Licht, man hat Kraft, Mut, Zuversicht. Was sagen die Vögel? Der Pirol, habe ich noch nie gehört. Leider wirst du von Hektik, Unruhe, Sorgen und Nervosität geplagt. Ein kleiner Kummer, der von lebhaften Diskussionen, das haben wir hier. Ne? Hier will immer jemand reinreden in deine Richtungen und es nervt oder bringt Unruhe mit. Und ja, ich glaube, zur Selbstliebe gehört es eben auch zu sagen, nein, ich kann das jetzt nicht gebrauchen, ich entziehe mich dem Gedanken, ich mache nur das, was ich möchte. Es gibt ja auch so dieses Thema unerwünschte Beratung, immer weiß immer irgendjemand etwas, was du tun könntest, ohne dass du fragst. Ne? Das könnte hier von dem Weg abbringen, aber zur Selbstliebe gehört eben auch Grenzen setzen und den Fokus zu halten. Ne? Auf die Menschen zu hören, die man auch fragen würde oder die wirklich wichtig für einen sind, habe ich hier noch dabei. Wir nehmen heute mal noch eine Merlin-Karte. Da geht mein Gruß an meine Namensvetterin und Freundin, langjährige. Ich glaube, wir kennen uns jetzt schon fast 20 Jahre. Und jetzt kriegen wir hier auch noch den Phönix dazu. Hingabe, Sterben und Werden. Hier kommt die Wandlungszeit. Man nimmt Abschied, man lässt etwas los. Man gibt vergangene Ereignisse dem Feuer, das haben wir hier. Was man war, ist man nicht mehr. Man hat sich das Ego-Kleid wird fallen gelassen sozusagen. Und das ist auch so eine klasse Aussage, finde ich, denn der Phönix sagt auch, dass man mit jedem Lebenskapitel immer mehr zu dem wird. Das passt zu dem göttlichen Zeitplan, der man eigentlich ist. Und das ist ja auch gerade bei aller Schwierigkeit immer wieder loszulassen oder so, eine sehr tröstliche Botschaft. Ne? Es ist so wie dieses, man hat 1000 Schalen und unten drunter ist dann so der gute Kern, das Wertvolle in einem. Und immer fällt so ein bisschen Schale weg und immer mehr kommt das Wertvolle zum Vorschein. Das lasse ich so stehen, das ist so mega. Ich wünsche allen, dass sie hier für sich selber, für sich einstehen können und sich nicht hindern lassen, straight den eigenen Weg zu gehen. Möge es für andere aussehen, wie es will. Ihr Lieben, ich drücke euch, habt einen guten Tag, bis morgen.